Hey, das ist ja hier ein schöner Regen, ein sehr spiritueller Regen. Vielleicht eine gute Sache, wenn man mal darüber redet, was Spiritualität ist. Ich muss dazu sagen, ich habe mir selber darüber ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich das selber zunächst mal gar nicht wusste. Also als ich jünger war insbesondere, war mir der Begriff im Grunde ein bisschen rätselhaft und ich habe darüber nachgedacht und ich habe Leute gefragt und ich habe mich mit allen möglichen Begriffen auseinandergesetzt und kann es deshalb vielleicht ganz gut erklären. Und vielleicht gibt es ja Leute, die es interessiert. Ich weiß zum Beispiel, ich kenne junge Leute, die wissen damit wirklich nicht viel anzufangen. Die haben mehr so diesen materialistischen Blick im Sinn, so ungefähr so wie ich selber war. Ach so, hier ist übrigens ja, ich war schon mal da. Hier ist ein herrlicher Aussichtspunkt. Man sieht die Entchen und ein schöner See und da hinten seht ihr es auch, diese Insel mit den Vögeln. Jedenfalls diesen materialistischen Blick im Sinn. Ja? Wo soll denn der liebe Gott sein? Da ist er nicht über den Wolken und überhaupt ist das alles unlogisch. Logisch ist natürlich nur, was uns die Wissenschaft sagt. Und die Wissenschaft, die ist ganz genau und die weiß auch alles. Das ist also so wie man, glaube ich, ins Leben einsteigt. Insbesondere in so einer materialistischen Gesellschaft wie unserer. Materialistisch meine ich natürlich immer in dem Sinne, dass sie also voll und ganz an die Materie im Außen glaubt und an die Welt, die außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein vorhanden wäre. Und nun ist der Einstieg in eine andere Sichtweise Spiritualität. Und was heißt Spiritualität? Es heißt Geistigkeit als Wort. Geistigkeit bedeutet, dass jemand das Geistige für sehr wichtig nimmt, für eine Kraft und Macht. Und zwar deshalb, weil man zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben erkennt, dass das Geistige tatsächlich Kraft und Macht hat. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, ich habe des Öfteren darüber geredet, über die Philosophie des Spiritualismus. Und im Spiritualismus ist völlig klar, dass der Geist und Existenz, das Wort Existenz, miteinander verbunden sind. Man könnte das an vielen Beispielen zeigen. Ich mache jetzt mal folgendes Beispiel. Etwas hat Existenz, wenn für dich, als sagen wir mal, geistig begreifender Mensch, wenn du es geistig erfasst. Nun wirst du vielleicht mir zustimmen, dass es Dinge gibt, die vorhanden sind und die du überhaupt nicht kennst. Also kommt etwas in eine Existenz, was du geistig erfasst. Mal angenommen, etwas zeigt sich dir als materieller Gegenstand. Aber genauso kann etwas in deinen Geist kommen und damit Existenz haben, was du dir denkst. Oder es kann in dem Sinne, wie du es dir vorstellst, Existenz bekommen. Indem du dir etwas vorstellst und es dann auf irgendeinem Wege realisierst oder es verbreitest. Wenn es eine Idee ist, es verbreitest beispielsweise. Das ist also diese Brücke, die es gibt zwischen dem Geistigen und dem Materiellen. Oder noch ganz einfacher gesagt, wenn du zum Beispiel an etwas denkst, es ist ja unbestritten, dass deine Gedanken dein Gehirn strukturieren und formen, die materielle Struktur des Gehirns. Und so gesehen ist es völlig klar, dass das eine Verbindung gibt. Spiritualität ist also Geistigkeit. Du beobachtest deine Gedanken. Warum deine Gedanken? Warum nicht die von irgendjemand anders? Weil deine Gedanken in der ursprünglichsten Form dir bekannt sind. Und du kannst alle möglichen Ursprünge den Gedanken zuweisen und kennst die Zusammenhänge. Wohingegen, wenn dir jemand sagt, er habe diese oder jene spirituelle Gedanken, dann ist das etwas, was sozusagen aus zweiter Sichtweise zu dir kommt und was ja dann letzten Endes auch nur aufgenommen werden kann mit der
mit dem begreifen, was du hast. Ja, die Gedanken anderer sind am Ende deine, weil du sie verinnerlichen musst und mit den Denkobjekten abgleichen musst, die du hast, mit deinen Denkvoraussetzungen und so. Also du beobachtest dein eigenes Denken. Und deine Seelenlandschaft kannst du dir vorstellen als die Summe der Gedanken, bewusst oder unbewusst. Das ist deine Seele. Das ist also eine richtige Landschaft mit finsteren Wäldern, wo man nicht weiß, was geht in denen vor, und mit hellen Landschaften und mit Wiesen. Und darüber hinweg ziehen die Gedanken wie Wolken. Und manchmal verschatten sie die Landschaft und manchmal bricht die Sonne durch und du hast eine sehr, sehr gute Stimmung und so. Und wenn du spirituell bist, dann wirst du dazu kommen, die Gedanken zu beobachten, und irgendwann, wenn das eine Weile fortschreitet, kannst du natürlich deine Stimmung dann auch beeinflussen, indem du bestimmte Dinge unternimmst, die deine Stimmung verbessern, und andere, die du lässt, die Stimmung verschlechtern würden. Und das ist die Nützlichkeit von Spiritualität. Und du kommst, und ich hatte gesprochen über den Zusammenhang von Existenz und Gedanken. Und du kommst zunehmend zu der Überzeugung, dass tatsächlich die Existenz in den Gedanken liegt. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Es gibt natürlich auch diesen Aspekt von Spiritualität, der von manchen genutzt wird, die eigentlich eher materialistischer Überzeugung sind, damit so eine argumentative Kraft auszuüben auf andere, ne? Indem sie dann sagen, ich mache ganz viel Yoga und das Ego wird, wenn überhaupt, noch stärker und größer, und man wirkt gegenüber anderen wie ein Klugscheißer. Ich würde sagen, das ist ein bisschen die negative Seite von Spiritualität, wenn man also das anderen erzählen will. Es ist ja natürlich bei der Spiritualität so, dass das eine sehr, sehr starke Prägung hat, je nachdem, wie deine geistige Landschaft aussieht. Ja? Man kann natürlich keine wissenschaftliche Definition darüber anfertigen, weil das Geistige zu beobachten ergibt bei verschiedenen Leuten verschiedene Ergebnisse. Aber als Definition zu sagen, Spiritualität ist die Beachtung des Geistigen und das Wahr- und Wichtignehmen des Geistigen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Spiritualität hat viel zu tun mit Achtsamkeit, was aus meiner Sicht kaum zu trennen ist oder eigentlich auch dasselbe ist. Achtsamkeit ist ja eben dieses Achtsamsein sich selbst gegenüber. Es heißt nicht achtsam sein gegenüber Treppenstufen, die man verfehlt oder so irgendwas Äußerliches, sondern Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen und Bedingungen. Ja, also das als vielleicht achso, ich kann ja vielleicht noch sagen, also für mich ging es, glaube ich, damit los, dass ich als junger Mensch, ich hatte ein Gesundheitsproblem und ich hatte so eine medizinische Verschreibung, das hieß autogenes Training. Heute würde man sagen, es ist so ähnlich wie Yoga. Damals ging es darum, dass man lernt, aktiv zum Beispiel, wenn man kalte Füße hat, diese warm zu machen, durch Denken. Und nach einiger Zeit gelang das auch, und das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg in diese Spiritualität, auch dass man lernt, seine Gedanken zu beobachten mit dem Hintergrund, dass man also einen bestimmten Zweck damit verfolgt und sieht, dass man ihn erreichen kann. Ich werde mal umkehren hier, das ist schon nass genug. Und nach vielem spirituell sein ist es für mich eigentlich so, dass ich denke, da das Universum ja geistig erfasst werden muss,
ist das Erforschen des Geistigen für mich ein Erforschen des Universums. So ähnlich wahrscheinlich wie es in dem Roman Solaris von Stanislav Lem auch geschildert wurde, wo Kosmonauten übrigens, der Begriff kommt aus dem Kalten Krieg. Also damals hießen die Raumfahrer der Sowjetunion, die hießen Kosmonauten, und die amerikanischen Raumfahrer hießen Astronauten. Also die Kosmonauten, denn es waren ja mehr oder weniger Raumfahrer in dem Roman, die scheinbar aus Russland kamen oder Polen oder so, ich weiß nicht. Kommen zu einem Planeten, der überdeckt ist mit einem riesigen Gehirn, und der Planet projiziert Personen in das Raumschiff, die Kosmonauten aus ihrer Vergangenheit kennen, und sie müssen sich also mit ihren eigenen Gedanken auseinandersetzen. Und der Roman stellt eben die Frage: Was sucht ihr Menschen? Sucht ihr tatsächlich das Neue im Weltraum, wo ihr doch nur immer wieder das eigene sehen könnt? Das ist meiner Ansicht nach die Frage, die daran liegt und die sehr geschickt gestellt wurde. Und ja, so sehe ich das eben auch, die Erforschung des Geistigen als grundsätzliche Erforschung, wie funktioniert das Universum eigentlich? Also erstmal so viel zur Spiritualität, und ich will damit erstmal schließen und würde mich freuen über Likes oder Abonnements, und danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.